Wegs nach Kos und am folgenden Tag nach Rhodos und von da nach Patara. Als wir ein Schiff fanden, das nach Phönizien fuhr, stiegen wir einen fuhren ab. Als wir aber zu uns ansichtig wurden, ließen wir es zur linken Hand und fuhren nach Syrien und kamen in Tyros an. Denn dort sollte das Schiff die Ware ausladen. Und als wir Jünger fanden, blieben wir dort 7 Tage. Die sagten Paulus durch den Geist, er solle nicht nach Jerusalem hinaufziehen. Und es geschah, als wir die Tage zugebracht hatten, zogen wir aus und reisten weiter. Und sie geleiteten uns alle mit Frauen und Kindern bis hinaus vor die Stadt. Und wir knieten nieder am Ufer und beteten. Und als wir voneinander Abschied genommen hatten, stiegen wir ins Schiff. Jene aber kehrten wieder heim. Wir aber vollzogen die Schifffahrt von Tyros und kamen nach Ptolemais und grüßten die Brüder und blieben einen Tag bei ihnen. Am nächsten Tag zogen wir aus, die wir um Paulus waren, und kamen nach Caesarea und gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten, der einer von den 7 war, und blieben bei ihm. Der hatte 4 Töchter, die waren Jungfrauen und weissagten. Und als wir mehrere Tage da blieben, kam ein Prophet aus Judäa herab mit Namen Agabus. Und er kam zu uns und nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Hände und Füße und sprach: Das sagt der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und überantworten in die Hände der Heiden. Als wir aber solches hörten, baten wir, und die aus dem Ort, dass er nicht hinauf nach Jerusalem zöge. Paulus aber antwortete: Was macht ihr, dass ihr weinet und brechet mir mein Herz? Ich bin bereit, nicht allein mich binden zu lassen, sondern auch zu sterben in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus. Da er sich aber nicht überreden ließ, schwiegen wir und sprachen: Des Herrn Wille geschehen. Und nach diesen Tagen machten wir uns fertig und zogen hinauf nach Jerusalem. Es kamen aber mit uns auch ältere Jünger von Caesarea und führten uns zu Manasson aus Zypern, der ein alter Jünger war, bei dem wir Herberge nehmen sollten. Als wir nun nach Jerusalem kamen, nahmen uns die Brüder gerne auf. Am nächsten Tag aber ging Paulus mit uns zu Jakobus, und es kamen die Ältesten alle dorthin. Und als er sie gegrüßt hatte, erzählte er eines nach dem anderen, was Gott getan hatte unter den Heiden durch seinen Dienst. Als sie aber das hörten, lobten sie den Herrn und sprachen zu ihm: Bruder, du siehst, wie viele Tausende der Juden es gibt, die gläubig geworden sind, und alle sind Eiferer für das Gesetz. Es ist ihnen aber berichtet worden über dich, dass du alle Juden, die unter den Heiden sind, den Abfall von Mose lehrest und sagest, sie sollen ihre Kinder nicht beschneiden, auch nicht nach den Gebräuchen wandeln. Was denn nun? Jedenfalls muss die Menge zusammenkommen, denn sie werden es hören, dass du gekommen bist. So tue nun dies, was wir dir sagen. Wir haben 4 Männer, die haben ein Gelübde auf sich. Die nimmst du dir und reinige dich mit ihnen und trage die Kosten für sie, dass sie ihr Haupt scheren. So werden alle erkennen, dass es nicht so ist, wie ihnen über dich berichtet worden ist, sondern dass du selber auch nach dem Gesetz wandelst und es hältst. Aber wegen der Gläubigen aus den Heiden haben wir beschlossen und geschrieben, dass sie nichts solches halten sollen, sondern nur sich bewahren vor dem Götzenopfer, vor Blut, vor Ersticktem und vor Unzucht. Dann nahm Paulus die Männer zu sich und ging am nächsten Tag, nachdem er sich gereinigt hatte, mit ihnen in den Tempel und kündigte die Erfüllung der Tage der Reinigung an, bis für einen jeglichen unter ihnen das Opfer dargebracht war. Als aber die 7 Tage zu Ende gingen, sahen ihn die Juden aus Asien im Tempel und erregten die ganze Volksmenge, legten die Hände an ihn und schrien: Ihr Männer von Israel, helft!
Dies ist der Mensch, der alle Menschen an allen Enden lernt, wieder dies Volk, wieder das Gesetz und wieder diese Städte. Dazu hat er auch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Städte entweiht. Denn sie hatten vorher mit ihm in der Stadt Trophimus, den Epheser, gesehen. Denn meinten sie, hätte Paulus in den Tempel geführt. Die ganze Stadt wurde bewegt und es entstand ein Zusammenlauf des Volkes. Sie griffen aber Paulus und zogen ihn zum Tempel hinaus. Und sogleich wurden die Türen zugeschlossen. Als sie ihn aber töten wollten, kam die Anzeige hinauf vor den Obersten der Schar, dass ganz Jerusalem in Aufruhr sei. Der nahm sogleich Kriegsknechte und Hauptleute und lief hinunter zu ihnen. Als sie aber den Obersten und die Kriegsknechte sahen, hörten sie auf, Paulus zu schlagen. Als aber der Hauptmann nahe herzukam, nahm er ihn und ließ ihn mit 2 Ketten binden und fragte, wer er wäre und was er getan hätte. Einer aber rief dies, der andere das in der Volksmenge. Da er aber nichts Gewisses erfahren konnte wegen des Getümmels, hieß er ihn in die Burg führen. Und als er an die Stufen kam, musste ihn die Kriegsknechte tragen wegen der Gewalt des Volkes. Denn die Menge des Volkes folgte nach und schrie, weg mit ihm! Als aber Paulus zur Burg hineingeführt wurde, sprach er zu dem Oberst, darf ich mit dir reden? Er aber sprach, kannst du Griechisch? Bist du nicht der Ägypter, der vor diesen Tagen einen Aufruhr gemacht und die 4000 Mann Meuchelmörder in die Wüste hinausgeführt hat? Paulus aber sprach, ich bin ein jüdischer Mann von Tarsus, ein Bürger einer namhaften Stadt in Zilizien. Ich bitte dich, erlaube mir, zu dem Volk zu reden. Als er es ihm aber erlaubte, trat Paulus auf die Stufen und winkte dem Volk mit der Hand. Da nun eine große Stille entstand, redete er zu ihnen auf Hebräisch und sprach. Beten wir. Vater, wir danken dir für den Herrn Jesus, der so wunderbar immer noch ist. O Vater, der nicht verstorben ist, sondern lebt. Und o Vater, dass er ist alles uns und alles sein kann und alles sein möchte. Und o Herr, wir haben uns selber in den sinkenden Sand, den Treibsand der Sünde hingegeben. Und o Herr, konnte nicht raus, es wurde nur schlimmer. Aber o, so lieb und freundlich kamst du. Und ich danke dir und preise deinen Namen. Und erhebe deinen Namen. Erhebe den Namen jetzt deines Sohnes. Und o Vater, was er für und in uns tun möchte, o Vater, für deine Ehre. So spreche, helfe. Es ist auch jetzt, wo Samuel und Christine in Schottland sind. Und ich bitte dich, hilfe Christine in der Kinderstunde, Samuel auch, wo er die Sonntagsstunde macht. Und o himmlischer Vater, wo er in dein Wort predigt, dass du kommst und sprichst und wirkst, o Vater, für deine Ehre. Die Menschen dich brauchen, so rede in Jesu Namen. Amen. Amen. Dann kann man ruhig sitzen. Nun in Hebräer Kapitel 3, Vers Nummer 5. Wir lernen, dass Moses treu war in seinem ganzen Hause. Und alles, was er war, war Mose treu. Und ich schaue das Leben des Paulus an, er auch. Von wegen ein langweiliges Leben, das Leben mit Christus zu führen. Eigentlich das Leben mit Christus ist mehr als ein Abenteuer. Amen. Paulus war mindestens mit 9 Mann unterwegs. Schauen wir Kapitel 20, Vers 4. Es zogen aber mit ihm bis nach Asien Sopater von Berea, von Thessalonik, aber Aristarchus und Secundus und Gaius und Derbe und Timotheus aus Asien, aber Tychicus und Trophimus. Und dann steht da, wir, und so wir haben Lukas dazu. Er ist mit 9 Mann unterwegs, das ist überhaupt nicht langweilig. Sie sind nach Tyrus gefahren und haben Jünger getroffen. Und in Vers 4, weißt du, die sehen Leute immer. Und weißt du, es ist ganz interessant, wie unvernünftig vernünftige Menschen sind. Oder
die sind nicht vernünftig, das habe ich falsch gesagt, wie unvernünftig gebildete Menschen sind. Und wie unvernünftig noch mehr sind eingebildeter Menschen. Und er hat mal auf der Uni Samuel gesagt, ja, du hast es leicht, du bist gläubig, du hast Freunde über die ganze Welt. Ja, dann werde gläubig und du wirst auch Freunde haben über die ganze Welt. Menschenskinder, warum bist du so unvernünftig und eingebildet? Ja? Menschenskinder, und dann was? Lernst du noch mehr kennen? Kannst du sogar was? Hey, lernen die Worte des Herrn Jesus. Es ist seliger, mehr geben als so nehmen. Und hier ist Paulus, der kommt und die sind unterwegs. Viele Leute, die wollen mal ganz schön reisen und Menschenskinder, wo alles hinging, kann ich überhaupt nicht aussprechen. Ja? Es ist nicht schön, in Orte zu gehen, wo du die nicht aussprechen kannst. Ich war da, aber ich weiß nicht ganz genau, wie man das sagt. Aber ich war da. Und als wir jünger waren in Vers 4, blieben wir dort 7 Tage. Die sagten Paulus durch den Geist, er soll nicht nach Jerusalem hinaufziehen. Er ist gewarnt worden. Geh mal nicht nach Jerusalem. Nun, hör mal kurz zu. Da hat er Jünger getroffen. Die Jünger haben durch den Geist ihm das gesagt. Nun, Vers Nummer 11 und 12, er ist dann nach Caesarea gefahren. Und der Prophet Agabus warnte Paulus, Vers 11 und 12. Und er kam zu uns und nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Hände und Füße und sprach, das sagt der Heilige Geist. Den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und überantworten in die Hände der Heiden. Als wir aber solches hörten, baten wir und die aus dem Ort, dass er nicht hinauf nach Jerusalem zöge. Nun kam dieser Prophet Agabus und ehrlich gesagt, das ist nicht der Mensch, den man wirklich treffen will. Da bist du im eigenen Willen unterwegs und da kommt ein Prophet. Und der Prophet, der sagt dir nie, was deine Mund und Ohren hören möchte. Er sagt dir hier, was Gott sagt. Magst du keine Propheten? Dann gibt es keine Propheten. Du bist dumm. Ja, dumm. 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 Weil ein Prophet ist, sein Dienst ist gleich da. Sein Dienst ist nicht, ja, das Buch Richard zu schreiben. Sein Dienst ist zu warnen. Ja, du musst es nur lesen. Wir werden mal herauskriegen, auch, was ein Evangelist ist. Aus unseren Texten heute. Ja, ich denke. Ja, hast du deinen Zettel dabei? Hast du deinen Zettel dabei? Schreibe mir wurscht, was du denkst. Eine sagt, hier ist, was ich denke über Zungenreden in der jetzigen Zeit. Mir wurscht. Sag mir, was die Bibel sagt. Ja? Also die meisten Leute sind Humanisten, was Menschen sagen. Oh, der Mensch hat mal vielleicht, der Mensch ist was. Er lässt sich verblenden. Das ist, was er macht. Nun, und Paulus gibt Zeugnis, Vers 13. Und ehrlich gesagt, ich muss mal eins sagen, das, was er sagte, das ist in Erfüllung geschehen. Paulus aber antwortet, was macht ihr, dass ihr weinen, breche mir mein Herz? Denn ich bin bereit, nicht allein mich binden zu lassen, sondern auch zu sterben in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus. Ja, das zweite geschah nicht, das geschieht in späteren Rom, aber es geschah das erste Teil. Dann sind sie nach Jerusalem. Nun, hier ist was ganz Interessantes. Hier wird es sehr religiös. Ja? Also, und ich muss mal eins sagen heute früh. Frau mal dir selbst, wer du bist. Bist du religiös oder ein Junger? Eines ist besser. Es ist besser, ein Junger zu sein, als religiös. Ja? Sie kümmern sich um was Menschen denken. Die werden mal sagen,
wenn du das magst, und weil du das magst, du hast das Gesetz verlassen. Was werden die sagen, wenn du so und so machst? Guck mal, was die sagen, wenn du tust, was die wollen. Guck mal, was machen sie? Er machte genau, was die Religiösen sagen, um alles zu stillen und was? Und schrien, ihr Männer von Israel, dies ist der Mensch, der alle Menschen an alle Enden lehrt, wieder das Volk, wieder das Gesetz und wieder diese Städte. Dazu hat er auch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Städte entweiht. Hat er gerade gemacht, was das Volk wollte und die schreien Lügen über ihn und geben ihre eigene Meinung. Hier ist, was ich denke. Schau mal, was geschieht, wenn du machst einfach, was Religiösen wollen. Hey, die Jünger warten Paulus und wollen ihm helfen. Die Religiösen, tue jetzt, was ich sage. Tue, was du selber sagst. Na, wäre das nicht gut? Ja? Soll es anständig sein? Sei anständig. Da komme ich mal dazu. Von Vers 29 bis 40 ist Unordnung. Die Leute denken falsch, schlagen Paulus zusammen. Das ist nicht langweilig. Ja? Sag mal, gefällt es dir? Ich weiß es nicht, aber eines ist, es ist nicht langweilig. Hat er eher auf die anderen Jungen hören sollen, wenn es ihm nicht gefiel. Und die Soldaten kommen. Das Beste ist, niemand hat eine Ahnung, worüber es geht. Die Leute, die schlagen ihn, haben keine Ahnung. Die Soldaten, die kommen, haben keine Ahnung, worüber es geht. Die Soldaten denken, Paulus ist ein Ägypter. Paulus spricht Griechisch. Und dann, was macht er später? Er spricht Hebräisch. Und hey, ein Blödmann. Wirklich. Und Blödmänner heißen Theologen. Die haben Doktor vor ihren Namen. Jesus sprach Aramäisch. Sie sprachen kein Hebräisch. Rede er zu ihnen auf Hebräisch. Die sprachen das nicht, egal was dort sagt. Warum hat er Hebräisch gesprochen? Weil er ein Blödmann ist, wie der Doktor? Weil er hat sowieso nur gesprochen, nicht zu den Menschen, die da waren, oder? Er sprach Hebräisch mit Menschen, weil sie was sprachen. Was verstanden die? Ja, und worüber es geht, muss jetzt auf Hebräisch sein. Weißt du, der sprach Griechisch, er sprach Hebräisch. Gar keine Langeweile. Ich sage dir etwas hier. Etwas ist los in dem Kapitel. Ja? Aber darüber will ich nicht predigen. Ich will predigen über Philippus. Jesaja fragte in Jesaja 39,4, was haben sie in deinem Hause gesehen? Was sehen wir in dem Hause des Philippus? Was sehen wir in deinem Hause? Okay, ich weiß, wie blöd du bist. Du hast eine Wohnung. So, erstens, wir sehen Stolz und Blödheit in deinem Hause. Das gefällt mir nicht, weil du stolz bist. Was ist der Unterschied? Und du willst mal nicht, dass jemand sieht, was in deinem Hause ist. Ich meckere nicht, wir suchen eine Lösung. Leute, die meckern, suchen keine Lösung. Weißt du was, die werden, wenn jemand predigt und prophezeit und richtig was sagt, das ist nur meckern. Weil die meckern nur. Braucht eine Lösung. Was sehen wir in deinem Hause? Was sehen wir? Was haben wir? Was sehen wir dort? Weißt du, was wir sehen in dem Hause von Philippus?
Wir sehen als Erste ein Evangelist. Ein Evangelist. Gehen wir in Vers Nummer 8. Am nächsten Tag zogen wir aus, die wir um Paulus waren, und kamen nach Caesarea und gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten. Und nun gehen wir in Epheser Kapitel 4 und Vers Nummer 11. Wir werden es heute Abend, es ist nicht gerade dort aufgelistet in 1. Korinther 12, aber das ist egal. Aber in Epheser 4,11, und hat etliche zu Aposteln gesetzt, etliche zu Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu Hirten und Lehrern. Ein Evangelist ist ein Amt im Reich Gottes. 2. Timotheus Kapitel 4 und Vers Nummer 5 sagt uns was. 2. Timotheus 4, 5, Paulus spricht mit der Hirte Timotheus, mit der Hirte der Gemeinde, der Pastor, und er sagt ihm Folgendes: Du aber sei nüchtern in allem, erleide das Ungemach, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst voll aus. Und der Prediger soll das Werk einer Evangelist tun. Und Philipp ist ein Evangelist. So, hier ist die Frage: Was ist das Werk eines Evangelists? Nun, wir können das nur anhand was Philipp tat wissen. Wie wissen wir, was ein neutestamentlicher Prophet ist? Das ist in Epheser 4,11. Das Leichteste ist falsch zu sein. Das gibt's nicht mehr. Und das ist faul. In besonderer Weise, du bist niemand, der dich warnt. Pass mal auf, was du machst. Hey, ich habe heute eine Predigt von John Flavel gehört. Jemand hat bewahrt dein Herz mit allem Fleiß gelesen. Und er hat mal über die Gedanken, wie wir die bekämpfen sollen, wenn wir in heiligen Pflicht sind, gesprochen. Wenn wir beten, wenn wir im Gottesdienst sind. Alles, was uns bekämpft, dagegen gesprochen. Und er hat kein Smartphone. Bist du bereit, Gott anzubeten? Und wir sind in einem Telefon? Vor Gottesdienst? Weißt du, warum das Herz ist voll mit anderen Sachen? Das ist der Prophet. Deswegen haben wir das, hey, 8:45, damit wir bereit sein können. Es könnte sogar noch besser sein, schon wie bei Tim Green. Er isst kein Frühstück am Sonntag. Er fastet bis Mittag, nur damit er bereit ist für Gott. Sag ich das? Sag ich das nicht, aber das wird uns alle helfen. Je mehr wir uns auf Gott konzentrieren, was hilft das? Vielleicht er würde bis auf dich konzentrieren. Das möchtest du. Nun, das ist ein Prophet. Wir sehen das bei seinem Dienst. Und das ist das Gleiche mit Philippus. Einer sagte mir einmal, ein Evangelist ist ein Missionar. Wo hast denn du das her? Nicht aus der Bibel. Der Missionar ist der Apostel. Ja? Wo hast du das her? So, nun, gehen wir in Apostelgeschichte 8, Vers Nummer 5. Was tat Philippus? Ja? Das will uns sagen. Er ist ein Evangelist. Hey, es ist ein Amt in dem Reich Gottes. Der Prediger soll das Werk eines Evangelisten tun. So, du musst mal wissen. Hey, das ist wie mit Besonnen. Wie kann man besonnen sein, wenn man weiß nicht, was es ist? Und es gibt keine hier unter uns, der nicht besonnen sein soll. Alle Leute,
Alle Christen sollen besonnen sein. Das willst du wissen, was es ist, oder? Ja? Was tat Philippus? Philippus aber kam hinab in eine Stadt in Samarien und predigte ihnen Christus. Was tut ein Evangelist? Er predigte ihnen Christus. Er predigt das reine Evangelium, der Herr Jesus. Nun, es geht aber weiter. Vers 35. Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schriftstelle an und predigte ihm Jesus. Hier ist er in ein persönliches 1:1 Gespräch mit einem Mensch. Und wegen die ganze Zeit, wir schauen das nicht alles an. Und was macht er? Er nimmt die Bibel und geht gleich dazu. Zu wem? Christus. Und predigte ihm Christus. Er redete persönlich 1:1 mit dem Mensch. Nun, Vers 40. Philippus aber wurde zu Asdod gefunden und zog umher und predigte allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Das ist irgendwo im Süden von Israel. Und er ging bis nach Norden. Hey, du musst mal echt sagen, wie wäre das, wenn du von hier nach Colditz läufst? Was macht er in jedem Stadt, wo er hingeht, in jedem Markt, jedem Dorf? Er predigte ihnen, ja, das Evangelium. Ein Evangelist, seine Arbeit ist was? Das reine Evangelium zu verkündigen. Geht hin und predige das Evangelium was? Alle Kreaturen. Und was sehen wir in dem Hause von Philippus? Ein Evangelist. Jemand, der anderen Christus predigte. Und das war er. Und gehen wir wieder zurück in Apostelgeschichte 21, Vers 8. Und dann werden wir wieder zurückgehen in Apostelgeschichte 6. Dann. Wir gingen in das Haus des Philippus des Evangelist. Der war einer von den 7 und blieben bei ihm. Nun, Philippus war einer von den 7. Philippus war ein Diener. Er war einer von den ersten Diakonen. Nun gehen wir in Kapitel 6 und Vers Nummer 3. Darum, ihr Brüder, seht euch und nach 7 Männer unter euch, eines von den 7, die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, welche wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Nun, ich muss mal echt sagen, was auch gut ist, in besonderer Weise als ein bibelgläubiger Mann. Samuel hat ein Buch gestern, ich hätte ihm wahrscheinlich die anderen Bücher da sagen müssen, kannst du nicht alles erinnern. Und hat ein Buch von John Kittle gekauft. Und John Kittle und Mark Twain, die gingen alle beide nach Israel, nach Kanaan zur selben Zeit. Mark Twain sagte, wie könnte diese Wüste ein Land von Milch und Honig sein? Ja, nun, es ist nicht schlecht, Mark Twain zu lesen darüber. Besondererweise, wenn du hörst, dass Palästina war immer ein schönes, fruchtbares, gutes Land unter den Palästinensern. Das haben die Juden nicht gemacht. Seit 1948. Es war eine Wüste. John Kittle sagte, als er in die gleiche Zeit ging, schaue mal, was Sünde macht. Aus einem Land, das voll Milch und Honig war. Es macht es zu einer Wüste, wie Gott sagte. Aber William Arnott, der hat ein Buch geschrieben über Apostelgeschichte und er sagte ganz Interessantes über Kapitel 6, weil wir haben ein Mur, wir haben Probleme. Das was? Die Griechen sagen, unsere Witwe bekommen nichts. Und Siegfried Koch sagt mir vor Jahren, ja, müssen wir mal sehen, wie viel Neid und wie viele Probleme es gibt, verteile Hilfsgüter. Nun, diese Hilfsgüter waren nicht bestimmt, wie Siegfried verteilte. Er bekam die Care-Pakete aus Amerika. Und die Pakete waren was? Von
Eine Familie zu einem anderen und immer unterschiedlich. Und so, wer weiß, was drin war. Und sagen wir, oh, wie viel Neid das war. Ja, oh, Christen sollen nicht neidisch sein. Sag es in den Spiegel, bitte. Predige zu dir selbst. Ja? Sag es mal da. Weil es stimmt. Und er sagte, das höchstwahrscheinlich, die Griechen hatten recht. Und die ganzen Namen, die von den Dienern sind griechische Namen. Die sind nicht hebräische Namen. Man hat die Griechen, die Leute, die aus den Griechen waren, über sie gesetzt. Nein. Ehrlich gesagt, die Namen, die merke ich mal nicht so. Ich meine, Fortunatus, okay, ja, das ist nicht. Apollos, das ist auch kein hebräischer Name. Ja, Gabriel, der hat mir gesagt, so das nicht Josua heißt und nicht Jesus, was in Apostelgeschichte 7, oder? Sag mal, Jesus ist Josua auf Griechisch. Ja? Weißt du, manchmal, da muss man ein bisschen studieren darüber und hat man solche Leute, so ist es nicht immer ganz schlecht. So, Männer waren gesucht, um Almosen zu verteilen. Weil die Apostel, hey, das ist nicht unsere Arbeit. Unsere Arbeit ist, das Evangelium zu predigen. Unsere Arbeit ist was? Das Reich Gottes auszubauen. So, die haben eine Voraussetzung. Die Voraussetzung, obwohl das ist immer wirklich die erste, ist Bereitschaft. Ja, wenn du nicht bereit bist, dann wie kannst du mal was machen? Ja, also wie der eine kam, ich kann mich noch erinnern, wir haben mal, so ich und die Trulli, wir haben mal ein bisschen gelesen. Da kam so einer in Schlips und Kragen und er wollte eine Arbeitsstelle bei uns. Meine Aushilfsarbeitsstelle sagte, Mensch, der möchte mal gerne Chef sein. Und der andere, der kam in ein T-Shirt und er war ein Hippie und nicht rasiert. Und sie sagt mal, der aber nicht. Und aber der nicht Chef sein wollte, hat die Arbeit bekommen. Warum? Der andere hat gesagt, ich kann da nicht arbeiten, da nicht arbeiten, da nicht arbeiten, da nicht arbeiten, da nicht arbeiten. Denn warum bist du gekommen? Ich ehrlich gesagt, ich bin der Meinung, dass der Staat so sagt. Weißt du, da kommst du, um deine Papiere auszuführen. Nee, da können wir heute nicht arbeiten, das ist uns zu viel. Und die haben ihr Telefon. Und die spielen was. Ja? Oder die sogar vielleicht machen die was Wichtiges, die füllen ihre Rentenpapiere aus. Auf Staatskosten. Ja, ich meine, was macht man sonst? Wenn man hier nicht arbeiten will. Und, weißt du, wenn du nicht bereit bist, kannst du nicht machen. Aber Bereitschaft war nicht die erste. Willigung war auch nicht. Oh, bist du willig? Oh, schön. Du brauchst auch keinen Dienst. Das war auch nicht eine Voraussetzung. Die Voraussetzungen sind ziemlich klar dort geschrieben, oder? Erstens, du musst ein gutes Zeugnis haben. Aber 6, Vers 5. Verzeihung, Vers 3. Die ein gutes Zeugnis haben. Die mussten mal was. Hey, hier sind aufrichtige, ehrliche Christen. Die nicht voreingenommen sind. Die müssen die sein. Und die sagen, oh nee, woher kommst du? Nee. Geh mal ein bisschen lieber nach hinten. Der Herr Jesus hat auch gesagt hier, weißt du, geben wir unser Essen, Brot zu den Hunden. Ja, kannst mal alles so. Und die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Das war die nächste Frage. Zum Almosen verteilen? Ja. Das brauchst du unbedingt. Voll Heiligen Geistes und Weisheit. Hey,
Du siehst die Leute da und hier und hier und hier, und. Ja, und dann plötzlich, das sind 20 dort hinten und es gibt keine Suppe für die. Wir haben schon hier gehabt, bevor alle gegessen haben, manche sind zum Nachholen gegangen. Weil unter der Nehmerschaft sind ganz schön viele Egoisten. Und da brauchst du Weisheit, weil das stimmt. Auch die armen Leute, die werden froh sein mit ein bisschen. Nee, die werden sehr viel, was die nicht mögen. Und es war immer so. Die brauchen, wir müssen mal voll Heiligen Geistes und voll Weisheit. Und dann, welchen wir bestellen wollen zu diesem Dienst, eigentlich die Verfügbarkeit war 4. Stelle. Es war an 4. Stelle. Weißt du, Philippus hat ein gutes Zeugnis. Philippus war voller Weisheit und der Heilige Geist. Philippus war was? Zur Verfügung. Und weißt du, der ist dann ein Diener geworden. Er hat Almosen verteilt. Aber weißt du, was ganz interessant ist? 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 13. 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 13. Irgendwie will ich mal zu Petrus gehen. Welche aber wohl gedient haben, die erwerben sich selbst eine gute Stufe und eine große Freimütigkeit im Glauben in Christus Jesus. Weißt du, Philippus bekam eine große Freimütigkeit in Christus, weil in Kapitel 6 ist verteilte Almosen. Nun, ich muss mal echt sagen, hier ist das auch. Weißt du, wer sehr wenig Stimmen bekommt, wenn wir wieder harte Zeiten haben? Wenn die Wirtschaft ein bisschen schlechter ist? Weißt du, wer ist jetzt ganz hoch in der Umfrage? Die Grünen. Weißt du, wer ganz nach unten geht, wenn es schwer ist? Die Grünen. Nachdem es gibt die Zerstreuung, nachdem die Tötung des Stephanus, weißt du, wie viele Almosen die verteilt sind? Da waren nur Almosen Nehmern. Ja, da waren wirklich Leute und sogar, hey, Valerio hat es dagegen gut. Kannst du noch erinnern, wo Valerio sagte, ich ging nach Rumänien, ich ging nach Russland, wo kann ich meine Gemeinde, die ganze Leute nehmen? Oder Hank Thompson hat das gemacht. Rifle, Colorado ist pleite gegangen. Er hat die ganze Gemeinde, die sind nach Austin, Texas gegangen, hat eine neue Gemeinde gegründet. 4 Leute hatten Arbeit und was unterhielt die ganze Gemeinde, bis die alle Arbeit bekommen. Das ist Gemeinde. Und das ist, was Valerio machen wollte. Ich meine, das wäre schwer in Russland und in Rumänien. Aber niemand wollte ihn. Aber er ließ die Leute dorthin. Die Leute, die rausgehen jetzt, die sind nicht hier geblieben. Wenn die dort geblieben wären, die wären tot. Die sind abgehauen. Philippus mit. Und was macht er? Eine große Stufe der Freimütigkeit. Er ist von Diener zum Evangelist befördert. Jetzt fängt er an, überall zu predigen. Und dann schauen wir, was soll ein Prediger sein in Vers Nummer 2? Es soll nun ein Bischof untadelig sein, Mann einer einzigen Frau, nüchtern, besonnen, ehrbar, gastfrei, Geschichtslernen. Also, der war gastfrei. Hey, wie viele Leute hatten wir am Freitagabend? 9. 9 Leute bei uns, ja? Ja. Okay, und dann am Freitagnachmittag? Sonnabendnachmittag. Kamen noch 6. Kommen 6, 9 dazu. Wir haben 9 vertrieben und 6 dazu. Ja, muss gastfrei sein. Ja, wir haben die bloß so gesagt worden. Und dann Gabriel, der wusste, ich war pleite. Ich war Knüller. Ja, weißt du, und ich muss mal ehrlich sagen, ich denke, wir müssen mal die schlechten Eigenschaften von dem Temperament nochmal wiederholen, weil ich weiß nicht, ob irgendjemand was daraus gekriegt hat. Ja? Und wäre sowieso gut, das noch einmal zu wiederholen. Und
Gabriel nahm die, ich nehme die mal in den Staat. Das war gut. Ja, aber das ist gastfrei. Und wie viel sollten wir haben? 7, ne? Und so, was mache ich? Wenn wir 7 haben, ich hole mal noch 2 dazu. Na? Ich sage mal, hey, komm mal hier dazu, wir haben Platz für euch. Und dann haben die irgendwie die Roten vielleicht nicht gehabt und sagen, nee, das geht nicht. Jetzt kommt ihr. Weißt du, und nun, in Vers Nummer 10, in Apostelgeschichte 21, guck mal, wir sind fast philippisch. Ja? Guck mal da in Vers Nummer 10. Dass wir mehrere Tage da blieben. Hier haben wir mindestens 9 unerwartete Gäste. Wenigstens du wusstest, dass die kamen. Ja? Wir haben das halbwegs besprochen, dass noch 2 dazukommen. Ja? Mama Weimer, sie ist da bereit, dass, hey, ich könnte mal vielleicht noch mehr einladen. Ja? Und bist gewöhnt, oder? Ja? Das, hey, ich kann mal, manchmal ich überlege, wo werden die schlafen? Wo werden die sitzen im Auto? Da muss man denn was machen. Aber hey, wir haben das am wenigstens besprochen vorher. Wir haben Autos. Ja, die hatten keine Autos. Die hatten kein, was? WhatsApp. Hätten wir kommen. Die haben kein Telefon. Nun, vielleicht das war die Sache, die haben die schnellste Mode der Kommunikation gehabt. Ja, und es ist schneller als Telefon, es ist schneller als Telegram und es ist schneller als Internet. Das ist halt ein Vibe. Ja? Weil Tim Green sagte mal, wie weißt du, dass ich Krebs habe? Von meiner Tochter. Das ist, sag eine Vibe. Ja? Da kriegst du ganz schnell, es geht. Vielleicht hatten die schon hier 9 Betten bereit. Ja, es geht von Frau zu Frau zu Frau zu Frau zu Frau. Ja, und uns. Ja, sag mal, Mensch, ich habe hier keinen WhatsApp-Service. Es ist gut, dass es gibt Sag ein Frau-Service. Was Sag ein Frau-Service, weißt du, wo das gibt's? Ja, das ist flächendeckend. Ja, das musst du. Und das war schon seit Eva. Und wir sehen dort einen Diener. Und er diente dem Herrn. Und weißt du musst mal das Evangelium predigen, du musst mal dienen, musst mal gastfrei, musst mal einen Hammer schwingen können, musst mal auch, oh nein, sag es nicht, Unkraut zupfen! Dich bücken! Ja? Nicht bloß hier. Jetzt kannst du mir eine Hand geben. Hol's dir selber. Ja? Einzelkinder. Bring's mit. Wir sehen einen Diener. Und sollst das alles machen können. Was sieht man in deinem Haus? Und dann das Zuhause des Philippus. Weißt du nicht? Ich bin ein Prediger. Ältester. Ich möchte mal gerne ein Ältester jetzt sein. Ein Diener. Okay. Kein Problem. Sehr gut. Wunderbar. Kann nicht Besseres sein. Titus 1,6. Wenn einer untadelig ist, man einer einzigen Frau, der gläubige Kinder hat, gegen die Kleine keine Klage besteht, dass sie liederlich und ungehorsam sind. So, möchtest du der Älteste sein? Das musst du haben. Philippus, du musst nicht mehr bloß ein Diener sein, weil du möchtest was im Reich Gottes tun und ja, da gibt es nur
Was muss man sein? Was muss man haben? Was steht's da? Ich rede nicht, was Prediger haben und was die nicht haben. Ich rede, was Gott sagte, dass die haben. Gläubige Kinder. Ihr Kinder müssen, kann man, ich predige sie jemand anderes, meine Kinder sind nicht gläubig. Jetzt geht er aber sogar eine Stufe. Ja? 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 4. Der seinem eigenen Hause wohl vorsteht, der seine Kinder in Gehorsam hält mit aller Ehrbarkeit. Was muss er für Kinder haben? Gläubig haben wir gesehen und gehorsam Kinder. Muss der Älteste haben. Er muss seinem eigenen Hause vorstehen. Ja? Ich kann mich noch erinnern. Der hat es nicht wohl gehabt, aber das ist erstens egal. Zweitens, half ihm nicht und half mir nicht. Weißt du, wir sind sozusagen, sollten eine Mannschaft sein auf Postmodern. Jetzt ist es ein bisschen besser, weil wir sind so nur eine in der Halle, aber wo wir oben waren mehrere Sachen in Mediologistik. Da gab es eine Maschine, wo wir die Kisten bündeln könnten, aber das gehörte uns nicht. Und zwischen 11:30 und 12 Uhr haben die anderen Leute ihre Pause gemacht und ich habe die Maschine benutzt. Ich habe alles vorbereitet, dass ich so viel wie möglich, weil ich konnte mal 10, 15 Kisten machen, bevor ich 1 oder 2 bei unserer alten Maurer hatte. Ich habe da einen gesagt, der mir geholfen hat, der Lehrling, wie helfen? Zwischen 11:30 und 12 Uhr bist du da. Und fängst mal an. Der war so groß, ne? Und so 11:45 Uhr, er macht was anderes. Hey du, was treibst du? Hey, ich habe gesagt um 11:30 Uhr, runter! Und ich meine, jetzt, ich hatte jetzt runter. Was ist los mit dir? Ich habe mal nicht gesagt zwischen 11:30 und 12 Uhr. Ich habe mich sogar erklärt, warum wir das machen, dass wir das so anders machen. Weil wir können die Maschine nicht mehr. Nun, runter. Die andere hat gesagt, du warst noch ganz schön streng mit ihm. Ich habe ihm das erklärt. Nur bei seinen Eltern das nicht ist, bedeutet es nicht, dass es nicht bei mir ist. Und bei unserem Chef, der kaut und der Lehrling schaut zu. Ich habe das geändert. Ja? Weißt du, was er sagte, als der andere Lehrling seine Arbeit verloren hat? Er brauchte Richard als Zuchtmeister, er wäre noch hier. Und der andere Lehrling ist in der Probezeit. Ja, wenigstens er hat seinen Fachbrief. Am Ende. Als jemand hat gehorsame Kinder, muss man das auch vorstehen. Hey, ich bin der Vater. Ja, du bist denn der Vorsteher. Ja, wenn du Kinder haben möchtest, hey, da musst du mal an eine Frau, da musst du mal. Und durch was? Die haben mir gefragt, wie bringt man Charakter in einem Kind? Ich war erstens, es war so 3:45 so. So eine Frage um 3:45 zu bekommen. Und dann dachte ich darüber nach und dann plötzlich wum. Weiß nicht, ob ich das überhaupt logisch auf den Zettel bringen kann. Alle meine Gedanken. Oh, du musst ein Beispiel sein. Ja. Ja? Und hey, wirklich, wenn der Person nicht will und du denkst, es ist ein gutes Beispiel, hey, das ist ein Fachmann, der kann mal das ein bisschen besser machen. Wenn er das nicht will, dann du musst die Kettensäge selber in der Hand nehmen. Ja? Weißt du?
Das muss man so sauber machen. Und hey, der Älteste muss seinem eigenen Hause vorstellen. Hey, weißt du, was nicht in der Geschichte ist und was nicht geschah? Und ich weiß, dass es nicht geschah. Weil ich kann lesen und ich kann auch zwischen die Zeilen lesen. Als der Prediger mit Entourage kam, 9 Mann kamen mindestens, niemand hat gemerkt. Die waren sogar froh, genau. Die waren sogar froh. Und dann, ich muss mal eins sagen, kannst du dir mal vorstellen, und plötzlich, ehrlich gesagt, ich weiß wirklich nicht, weil wir werden mal über ein bisschen so Anstand reden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Prophet anklopft. Propheten anklopfen ist nicht so, ich weiß es nicht, aber es ist anständig zum Klingeln bei jemandem. Ja? Aber ich weiß nicht, weil jetzt kommt auch Agabus. Und wenn der Prophet kommt, jetzt kommt eine Levitenvorlesung. Man möchte lieber die lesen, anstatt eine Vorlesung bekommen. Und ich weiß nicht, was sie getan hat, aber Frau Philippus war irgendwo dabei. Ja, ich weiß gar nicht, wie sie hieß. Und Philippus steht mal da, er hat was. Ich bin in 1. Timotheus, ich kann mal nicht rauskriegen, was Philippus, ich weiß es sowieso. Ich finde das so herrlich, diese Geschichte. Es ist so wunderbar. Wer findet das auch wunderbar? Ja, das ist Kinder. Ich liebe wirklich jemanden, der mit seinem ganzen Haus Gott dient. Er kann mal Gott dienen, er kann praktisch, er hebt was, er hielt was, er zählt was raus, er gibt und er hilft und er predigt und zu Hause ist ruhig. Hey, Prediger Dan kam zu uns in den 90er Jahren. Ich denke, wir hatten nur 3 Kinder da. Oh, ich komme hier so gerne, es ist so ruhig. Wir haben 3 kleine Kinder. Wie muss es sein bei dir? Ja? Man, ruhig wollen die, aber denkst nie, das ist Vers Nummer 9. Wir wollen mal zu den Töchtern von Philippus gehen. Der hatte 4 Töchter. Er hatte 4 Töchter. Die waren Jungfrauen und Weissagten. Nun, was sehen wir in seinem Haus? 4 Töchter. Nun, was will ein Vater? Ein Jung. Ja? Brother Matt kam und bat mich, dass ich mit ihm bete. Ich bete mit ihm. Und er hat mir wirklich am Herzen gelegt, bete für seinen Sohn. Und dass eines Tages, wenn der Herr nicht kommt, wird er sehen, wie bei meinem Sohn. Dass sein Sohn predigt. Und er fängt an zu heulen. Und ich meine zu heulen. Was ist denn der Traum von einem Evangelist, von einem Prediger? Ja? Dass auch seine Söhne weitergibt. Aber er hat 4 Töchter. Ja? Weißt du, ob er Söhne hatte? Weil die waren an dem Tag nicht da. Oder die waren nicht so wichtig, dass der Heilige Geist was von denen sagte. Sie waren Jungfrauen. Gläubige Kinder. Gehorsame Kinder. Reine Kinder. Sie waren Jungfrauen. Heilig. Und sie weissagten. Sie zeugten von Christus. Sie sangen und spielten den Herrn. Die waren anständig. Hey, ich muss mal eins sagen. Gewöhne ein Kind
Es wird nicht davon, wenn es älter wird. Einer wollte auch, ich wurde gerade gesagt, ich habe mal 4 Kinder, die sollen Prediger dienen. Leider tun die das nicht, weil die waren nicht daran gewöhnt. Mussten daran gewöhnen, wenn sie jung sind. Hey, ich habe was gesagt, vielleicht das kann schlimm, aber ich habe Natalie das 3-4 Mal erzählt, was sie tun sollte. Und wenn du zu Hause im Wege stehst, hier im Wege stehst, da stehst du im Wege, du denkst nicht an anderen. Das sollst du mal. Und es soll nicht, dass ich was sagen soll. Und gib mir nicht den Blödsinn, du Amerikaner. Es steht auch in Kriege. Und die deutschen Tugenden und die amerikanischen, wenn ich die näher hergebe, die kommen alle beide aus der Bibel. Und hey, sitzt du mal da mit deinen Fingern, soll ich das bei dir zu Hause machen? Hey, bring mal, komm mal euch besuchen. Mach mal so. Hier. Soll ich das mal machen? Tu mal so machen, als du willst. Hey, ich muss mal eins sagen, ne? Ich habe mein Smartphone auch hochgebracht für einen Grund. Ich habe ein sehr unkniggisches Bild geschickt. Ich muss das erst finden. Ich fand es ganz cool. Und ihr versteht das alles. Der Vater furzt, die Kinder lachen. So kann man billig Freude machen. Was geschieht, wenn der Vater furzt? Guck mal, ich bin sogar vorsichtig, weil ich weiß, was hier geschieht. No, was machst du, Klöbi? Ja, no. Aber wenn du deinen Teig überall hin? Jemand anderes muss das. Ja. Und die Teigsäume, die an Zigaretten sind, schlimm genug, aber die sind ungläubig, die sind Heiden. Und nehmen die das nicht mit? Ja? Dann kannst du mal ein bisschen so, kannst du eine Tabak, so wo ein paar hier Dinge sind hier, Unkraut, und dann ein bisschen spucken und dann das Rest mitnehmen. Ja? Manche Leute, die nehmen ihre Hundekot mit. Ich habe mal vergessen, ich war in der Neustadt, ich nahm auch jemands Hundekot mit. Ich trage da rein. Ich habe mal, Mensch, ich bin hier in der Neustadt. Warum habe ich auch auf Gras getreten? Na? Mensch, jetzt Kinder, es ist dumm. Hey, was sagen Sie in dem Hause Philippus? Ein Christ. Und es ist nicht schwer, ein Christ zu sein. Tue zum anderen, was du willst, dass sie es zu dir tun. Es ist nicht schwer. Und ich denke nicht, du willst, dass jemand bei dir im Wege steht. Ja? Das wirst du überhaupt nicht. Was haben Sie in dem Hause Philippus gesehen? Ein Evangelist, ein Diener, ein Christ. Er war ein vollkommener Christ. Was sieht man in deinem Hause? Was soll man sehen? Es ist so, an den Herrn Jesus Christus glauben, und was deinem ganzen Hause. Es muss mal was. Immer mehr. Immer mehr. Und ich muss mal eins sagen, hey, ich habe das leicht gehabt in dem Sinne. Mein Vater war nicht gläubig, aber wenn denn es war es ist still, es war still. Ja, er war kein Prediger, aber er hat mal wohl. Was würden die mal denken? Meine Mutter sagte, einer hat gefragt einmal. Ja,
Sag du aus meinem Haus. Jetzt. Und meine Schwester vorn. Weil jetzt wird's geworfen, wenn es nicht rausgeht. Und er bestellte die wieder rein, sag mal, ihr zwei. Es wird nicht gestritten, du weißt es, und es wird hier nicht solche Worte benutzt. Niemals. Ich kann mich noch erinnern, ich war im Hause von jemand anderes und die fingen an zu fluchen. Es war was, 11:30, ne? 12. Ich so, oh nee, muss ich mal aufstehen. Weil es wird schlimm sein. Weil, weißt du, was geschieht? Ja? Du hast nicht nur der Blödmann hier. Der Blödmann, das ist kein Problem. Der Blödmann, der wird nicht mehr mitkriegen. Und dann hast du seine Mutter und seine Oma auf dem Hals. Und sie sind die zwei, die den Fluchen zugelassen haben. Ja? Denn wir fragen mal was, dass man sieht Christus in uns zu Hause. Wir sind was zu Hause? Christen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wer ist deine Nächste? Ja? Das ist mal, das ist bei uns anfangen so. Dass man das sieht und Gott dient. Weil ich sage dir eins, der gleiche, der in Philippus gearbeitet hat, auch in dir arbeiten. Und ich sage mal wirklich eins heute, ja? Kämpfe nicht gegen unsere Gebete, weil du verlierst und du bist unglücklich. Wirklich. Ich bete für euch, alle hier, jeden Tag, wirklich, wirklich, dass ihr erfüllt wird mit der Kenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlicher Einsicht. Und das ist, was Philippus hatte. Und wenn man dagegen kämpft, wie viel Glück wird man haben? Ja? So einfach, hey, was haben sie in deinem Haus gesehen? Lass die Christus in deinem Haus sehen. Es ist möglich. Derselbe Gott, der war bei Philippus, er ist hier bei uns und er ist da für dich heute. Und du kannst ihm einfach trauen, folgen und trauen und er wird dir Schritt für Schritt offenbaren und es wird mal herrlich sein, mit ihm zu gehen. Glaube ihm, glaube an ihn und schau mal, was er vollbringt. Singt dem Herrn 154. 154 und singt dem Herrn.